Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. In meinem letzten Video habe ich dir gezeigt, dass man mit der Rakeltechnik auch in Runden malen kann. Es erfordert zwar etwas Geschick und auch ein wenig Geduld, aber am Ende hat es sich doch tatsächlich gelohnt, denn ich habe eine abstrakte Erde aus der Sicht des Weltalls gezeigt. Die Leinwand, die ich vor mir liegen habe, ist quadratisch, 50 x 50 cm groß und ich starte bei der Hintergrundbemalung mit 3 Farben, und zwar mit dem Saftgrün von Amsterdam Acrylics, mit dem Blassoliv von Winsor & Newton und auch das Dunkeltürkis ist aus dem Hause Winsor & Newton. Die Materialien, die ich für dieses Bild verwende, liste ich euch in der Videobeschreibung auf. Die Farbe Saftgrün ist eine transluzente Farbe, das heißt, sie ist nicht deckend. Und wenn ich sie alleine verwendet hätte, hätte ich die Hintergrundbemalung 2- oder 3-mal machen müssen, bis sie einen deckenden Farbauftrag hat. Und weil ich das nicht wollte, habe ich die beiden deckenden Farben Dunkeltürkis und Blassoliv zusammen mit dem Saftgrün für meine Hintergrundbemalung verwendet. Weil ich mit meinem großen Malmesser nicht bis in alle Ecken komme und auch teilweise Stellen auf der Leinwand weiß bleiben, greife ich zu guter Letzt einmal zum Pinsel und arbeite die Stellen einmal nach. Apropos Nacharbeiten. Ich bekomme immer mal wieder den Hinweis in den Kommentaren, dass doch auch die Ränder zu einem Bild gehören und gestaltet werden sollten. Das ist richtig, ich bin auch der Meinung, dass die Ränder auch bemalt werden sollten und das mache ich auch. Es kommt in meinen Videos deshalb nicht vor, weil ich die Ränder der Bilder in einem zweiten, völlig unabhängigen Arbeitsschritt, wenn das Bild richtig durchgetrocknet ist, en bloc bemale. Das zeige ich aber nie, weil ich denke, dass es völlig uninteressant ist. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann bin ich gerne bereit, euch gerne einmal zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Ich muss euch allerdings vorwarnen, es ist völlig unspektakulär. Nachdem meine Hintergrundbemalung fertig war, habe ich sie sehr sorgfältig mit dem Föhn angetrocknet und konnte dann mit meiner ersten Rakel-Farbschicht beginnen. Ich hatte die Wahl zwischen dem Metallic-Ton Kupfer und Bronze und habe mich dann aber für das neutralere Bronze entschieden. Auch die Farbe Kupfer hätte ganz wunderbar zu der mintgrünen Hintergrundbemalung gepasst. Ähnlich wie bei der Entscheidung zwischen Kupfer und Bronze gab es hier auch eine Entscheidung zwischen Grünblau und Preußischblau. Und aufgrund des verwendeten Saftgrüns in der untersten Schicht habe ich mich für das Grünblau entschieden. Das heißt, das Preußischblau ist eine reine dunkle blaue Farbe, auch wenn sie transluzent ist. Und das Grünblau hat einen grünen Unterton. Und deshalb habe ich diese reizvolle Farbe hier verwendet. Im Anschluss daran habe ich zu einer meiner liebsten Perlfarben gegriffen. Das ist eine Art irisierende Farbe, die grundsätzlich aussieht, als wäre sie weiß, aber sie hat leuchtende, blaue, perlfarbene Pigmente in sich. Und dieser Zauber kommt meistens dann zum Vorschein, wenn die Farbe getrocknet ist. Wer meine Videos schon öfter geschaut hat, der weiß, dass ich Strukturen sehr liebe und heute verwende ich das metallene Rakelwerkzeug dazu, ein paar Kratzer und Macken in die Farbschichten, die bereits aufgetragen worden sind, hineinzumachen
und dadurch entstehen auf der Leinwand Vertiefungen. Ich kann also wieder bis auf meine Hintergrundbemalung durchgucken und den Effekt, den das Ganze hat, werden wir uns jetzt einmal ansehen, während ich das Payne's Grey als nächste Rakelschicht auftrage. Diese Stellen liegen tiefer als die oben aufgetragenen Farbschichten und bekommen deshalb kaum Farbe. Das Payne's Grey ist auch eine besondere Farbe. Bei manchen Herstellern hat es einen bläulichen Ton. Da ich aber hier die pastosen Farben von Amsterdam verwende, ist der Farbton eher ein ganz dunkles Anthrazit. Da mir in diesem Bild noch ein Kontrast gefehlt hat, habe ich zu der Signalfarbe Karmin gegriffen und während ich das tat, wusste ich noch nicht, dass es meine letzte Rakelschicht sein würde. Es sind dabei so schöne Strukturen aufgetreten und das Karmin hat sich so wunderbar mit dem Payne's Grey und auch mit dem Grün-Blau vermischt, dass ich es nicht mehr gewagt habe, dort auch nur eine Farbe über diese wunderbaren Farbschlieren und Inseln zu setzen. Und völlig fasziniert bin ich auch von dem Metallic-Farbton Bronze, der so richtig schöne, senkrechte Streifen ausgebildet hat. Und das verleiht diesem Bild etwas ganz Besonderes. Inzwischen sind wir bei der Kamerafahrt über das getrocknete Bild angekommen. Und auch hier zeigt sich wieder, dass Acrylfarben im getrockneten Zustand dunkler sind als im nassen Zustand. Mich stört das aber nicht. Ich finde das ganz wunderbar und im Falle des Rottons ist es in Kombination mit dem Payne's Grey sowieso eine wunderbare dunkelrote Farbe geworden. Zum Abschluss habe ich euch das Bild einmal an einer Wand aufgehängt, wo es in einem anderen Licht erscheinen kann als im Atelier. Und hier kann man ganz wunderbar sehen, wie schön die Strukturen mit dem Bronzeton geworden sind. Und man kann auch noch die Macken und kleinen Kratzer nachvollziehen, die ich vorhin mit dem metallenen großen Rakelwerkzeug in die oberen Farbschichten gekratzt habe. Mir gefällt dieses Bild ganz wunderbar. Vor allen Dingen mit dem wunderbaren Kontrast kalt-warm, der Rotton zu dem Blauton, zu dem Payne's Grey und dazu diese etwas kühlere Farbnuance, die die Hintergrundbemalung in diesem mintgrünen Ton darstellt. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir für dieses Video ein Like gibst. Du darfst es gerne auch in den sozialen Medien teilen. Kommentare sind konstruktiv immer herzlich willkommen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.